22. Juni 1941. Erster Tag von Barbarossa. 10:50 Uhr. Ein deutsches Jagdflugzeug steigt auf, aber es trägt kein Hakenkreuz. Rumänische Hoheitszeichen, rumänische Piloten und gleich 30 sowjetische I-16-Jäger. Die Luftwaffe hat dieses Flugzeug nicht gewollt, und jetzt kämpft es trotzdem ihren Krieg. Das ist die Geschichte der Heinkel He 112, einem Jäger, den Deutschland ablehnte und der danach einfach nicht verschwinden wollte. Doch um zu verstehen, wie das passieren konnte, müssen wir zurück ins Jahr 1934, zu einem Wettbewerb, der die deutsche Luftfahrtgeschichte für immer entschied. 1934. Das Dritte Reich baut heimlich seine Luftwaffe auf. Offiziell ist es verboten, der Versailler Vertrag steht noch, also schreibt das Reichsluftfahrtministerium keinen Jäger aus. Offiziell sucht man ein Hochgeschwindigkeits-Postflugzeug. 4 Firmen bekommen den Auftrag: Arado, Focke-Wulf, Heinkel und, etwas später auf eigene Kosten, Bayerische Flugzeugwerke, die Firma von Willy Messerschmitt. Bei Heinkel übernehmen die Gebrüder Günther die Konstruktion. Walter und Siegfried Günther, 2 der talentiertesten Flugzeugbauer ihrer Generation. Ihre Vorlage ist die He 70 Blitz, ein Postflugzeug, das 1933 8 Weltrekorde gebrochen hat. Elegant, elliptische Tragflächen, einziehbare Fahrwerke, ovaler Rumpf aus Ganzmetall. Die He 112 ist im Grunde eine verkleinerte He 70 im Jagdflugzeugkostüm. Aufwendig konstruiert, aerodynamisch hochwertig, mit einer Spannweite von zunächst 11,5 Metern, fast so groß wie später die Spitfire. Was sie wirklich auszeichnet? Das Fahrwerk. Die Hauptbeine ziehen nach außen ein, was dem Flugzeug eine sehr breite Spur gibt. Kein Wackeln beim Rollen, kein nervöses Korrigieren beim Start. Piloten, die von alten Doppeldeckern umschulen, merken den Unterschied sofort. Auf der anderen Seite Willy Messerschmitts Bf 109, schmaler, kantiger, engeres Fahrwerk, einfacher zu bauen. 1936 Erprobungsflüge in Rechlin. Die besten Piloten Deutschlands fliegen beide Muster gegeneinander. Ernst Udet, der bekannteste Jagdflieger seiner Zeit, inzwischen im Ministerium, bevorzugt Heinkel. Besser manövrierbar, bessere Rundumsicht, stabiler beim Landen. Und dann crasht die He 112 V2 bei Schleudertests. Einmal. Repariert. Noch einmal. Diesmal endgültig. Das Ministerium hat genug gesehen. Die Bf 109 ist schneller, nicht dramatisch, aber genug. Und vor allem einfacher zu bauen. Billiger, schneller in Serienproduktion zu bringen. Und im Gegensatz zur He 112 fliegt ihr Muster durch die Tests ohne zu zerschellen. Der Serienauftrag geht an Messerschmitt. Udet sagt kurz darauf zu Ernst Heinkel sinngemäß: Verkauft das Ding den Japanern oder den Rumänen. Die kaufen alles. Er meinte es halb im Scherz. Er sollte vollständig Recht behalten. Während Heinkel nach Exportkunden sucht, interessiert sich jemand anderes für seine He 112. Wernher von Braun, Raketenforscher, 24 Jahre alt, besessen von der Idee eines raketenangetriebenen Flugzeugs. Er braucht einen fliegenden Prüfstand. Heinkel gibt ihm einen Rumpf. Bodentest, erster Zündversuch, die Brennkammer explodiert. Der Rumpf ist Schrott, die Testmannschaft überlebt, weil sie in Deckung gegangen war. Von Braun bekommt eine zweite Maschine, diesmal eine komplette He 112, Neuhardenberg, östlich von Berlin, 1937. Pilot Erich Warsitz sitzt im Cockpit. Hinter ihm ein Walter-Triebwerk, angetrieben durch Wasserstoffperoxid. Der Plan: Kolbenmotor für Start- und Steigflug, dann abschalten, Rakete zünden. Warsitz schaltet den Daimler-Benz ab, drückt den Raketenknopf, nach eigenem Bekunden mit Herzklopfen. Es explodiert nichts. Aus dem Heck schießt eine 3 Meter lange Flamme. In 13 Sekunden beschleunigt die He 112 von 400 auf 460 Stundenkilometer. Das ist der Moment. 13 Sekunden. Erster erfolgreicher Raketenflug in einem Jagdflugzeug überhaupt. Ein paar Flüge später: Warsitz dreht den Abschalthebel. Und das Triebwerk läuft weiter, lässt sich nicht stoppen. Überhitzung, drohende Explosion. Warsitz beginnt, seinen Sicherheitsgurt zu lösen, um abzuspringen.
Dann erlischt der Motor von selbst. Der Tank ist einfach leer. Und er landet und vergisst vor Aufregung, das Fahrwerk auszufahren. Diese Versuche mit der He 112 lieferten die Grundlage für die He 176, das erste Flugzeug der Welt, das ausschließlich mit Raketenantrieb flog. Aus dem abgelehnten Jäger wurde die Wiege der Raumfahrt. Noch während in Neuhardenberg Raketen getestet werden, kämpft eine andere He 112 tausende Kilometer entfernt. Das Muster V6 trägt eine 20-mm-Kanone, die durch die Hohlwelle des Propellers feuert. Die Legion Condor gibt ihm einen passenden Namen: Kanonenvogel. Spanien, März 1937. Pilot Wilhelm Balthasar, der wenige Jahre später einer der erfolgreichsten Jagdflieger der Luftschlacht um England werden wird, greift einen republikanischen Panzerzug bei Sesenja an. Erster Anflug, Fehlschuss. Zweiter, wieder daneben. Dritter, Treffer in die Munitionsladung eines Wagens. Die Explosion reißt den Nachbarwaggon mit. Der gesamte Zug ist vernichtet. Auf dem Rückflug schießt Balthasar noch einen Panzer ab. Es war ein Flugzeug, das die Luftwaffe nicht wollte, und es erwies sich als verdammt wirkungsvoll. Der Kanonenvogel fliegt weiter bis Juli 1937. Dann streikt der Motor beim Anflug auf die Landebahn. Zu schwer zum Gleiten. Das Muster zerbricht beim Aufprall. Pilot unverletzt. Ab 1937 betreibt Heinkel aggressive Exportpolitik. Die Ergebnisse sind ein einziges Muster aus Interesse, Begeisterung und scheiternden Deals. Japan bestellt 30 Maschinen, schickt Testpiloten und erklärt am Ende: zu wenig Kurvenmanövrierfähigkeit, zu langer Bremsweg. Japan will Nahkampf auf Horizontalen, nicht Hochgeschwindigkeits-Pursuit. Alle 30 werden Schulflugzeuge, keines kommt je an die Front. Österreich bestellt 42 Maschinen, dann kommt der Anschluss 1938. Bestellung erloschen. Finnland testet die He 112 ausgiebig. Der finnische Testpilot Gustav Magnusson nennt sie das beste Flugzeug, das er je geflogen hat. Finnland kauft trotzdem den günstigeren Fokker D-21. Holland bekommt eine He 112 zur Erprobung. Sie ist die beste Maschine im Vergleichsfliegen. Holland kauft trotzdem einheimische Muster. Die Fabrik, die sie bauen sollte, wird 1940 bei der deutschen Invasion gebombt. Und dann, Sudetenkrise, Herbst 1938, presst die Wehrmacht die für Japan bestimmten He 112 Maschinen kurzerhand in eigene Dienste ein. Sie bilden eine eigene Gruppe unter dem Jagdgeschwader 132, stationiert in Oschatz bei Leipzig. Es kommt nicht zum Krieg. Die Maschinen gehen doch noch nach Japan. Ungarn bestellt 36 Maschinen, bekommt am Ende 3. Eine davon zerbricht sofort bei einem Demonstrationsflug, die anderen beiden fliegen bis 1944 als Schulflugzeuge. 1939 kauft Rumänien 30 He 112 Jäger. Nicht aus Begeisterung, aus Notwendigkeit. Die Bf 109 ist nicht verfügbar. Die polnischen PZL P11, mit denen die rumänische Luftwaffe noch fliegt, sind hoffnungslos veraltet. Die He 112 ist das Beste, was Heinkel im Angebot hat. Beim Vergleichstest gegen den rumänischen IAR-80 Prototyp verliert die He 112 in fast jeder Kategorie. Der IAR-80 ist schneller, wendiger, einfacher zu fliegen und die offiziell angegebenen 485 Stundenkilometer der He 112 im Alltag kaum erreichbar. Die meisten Piloten berichten, selten über 418 Stundenkilometer hinausgekommen zu sein. Ein harter Abstand zur Papierspezifikation. Was die He 112 rettet? Ihre Kanonen. Die IAR-80 trägt nur Maschinengewehre. Die He 112 hat zwei 20 mm Oerlikon-Kanonen in den Flügeln. Das ist 1941 ein echter Unterschied. 22. Juni 1941, 10:50 Uhr. Rumänische He 112 Jäger steigen auf, gemeinsam mit Potez 63 Bombern und greifen sowjetische Flugplätze in Bessarabien an. Über dem Flugplatz Bulgarica wartet keine leere Landebahn. Etwa 30 sowjetische Jäger vom Typ I-16 sind in der Luft. Soplokotenent Theodor Moscu greift einen I-16 an, der gerade rollt und noch kein Fahrwerk eingezogen hat. Er schießt ihn ab, zieht hoch und sieht den nächsten I-16 frontal auf sich zukommen. Er drückt eine Hundertstelsekunde früher ab. Treffer.
Der I-16 stürzt in die Donau. Dann reißt eine Garbe die He-112 von hinten auf. Die Tanks werden durchgeschlagen, Benzin läuft, Moscou hält es zusammen, landet auf dem Notplatz Barlat. Offiziell die ersten 2 Luftsiege der rumänischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Was folgt, ist hart. 3 Einsätze pro Tag, schlechte Feldwartung, kein Panzerschutz, keine selbstdichtenden Tanks. Die He-112 war nie als Jagdbomber für intensive Fronteinsätze gedacht. Und es zeigt sich. Bis zum 24. Juli sind von 28 einsatzbereiten Maschinen nur noch 14 flugbereit. 7 abgeschossen, 2 bei Unfällen verloren, 5 in Reparatur. Die 52. Staffel wird aufgelöst. Die verbliebenen He-112 fliegen weiter bis 1942, zuletzt als Küstenpatrouillen über dem Schwarzen Meer. Dann werden sie Schulflugzeuge. 1947 wird die letzte rumänische Maschine ausgemustert. In Spanien lief es länger. Die letzte He-112 flog dort noch 1952. 16 Jahre nach dem Erstflug. Und 1943 über Spanisch-Marokko schoss ein einzelner He-112-Pilot der Gruppe 27 einen amerikanischen P-38 Lightning mit einem Kanonenburst so schwer, dass der Pilot in Algerien notlanden musste. Ein Vorkriegsflugzeug gegen einen der modernsten amerikanischen Jäger. Wie viele He-112 insgesamt gebaut wurden, ist übrigens bis heute umstritten. Die meisten Quellen nennen 98 Maschinen, englische Quellen gehen von 103 aus, kein einziges Exemplar hat überlebt. Was bleibt? Ein Flugzeug, das den wichtigsten Wettbewerb seiner Zeit verlor und das trotzdem die Raketentriebwerke von Wernher von Braun mit ermöglichte, einen Panzerzug in Spanien zerstörte und am ersten Morgen des größten Krieges der Geschichte in der Luft war. Unter fremder Flagge für ein Land, das es einst abgelehnt hatte. Die He-112 wurde nicht das Jagdflugzeug der Luftwaffe, aber sie wurde etwas anderes. Der Beweis, dass ein verlorener Wettbewerb nicht das letzte Wort sein muss. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, Abo und Glocke, du weißt das. Wer beim nächsten Video nicht zu spät sein will, klickt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal.